Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen zum Christsein im Business. Ich bin der Walter Stuber und ich mache diesen Podcast zusammen mit der Kathleen Kitsche. Und ich möchte mich ganz kurz mal vorstellen. Ich komme aus Leisnig, das ist bei Döbeln, und Döbeln liegt zwischen Leipzig und Dresden. Ich bin verheiratet, habe meine liebe Gundi und seit 28 Jahren und ich habe 3 Kinder. Das ist der Ingolf, der ist jetzt 1980 geboren. Die Cindy, die ist 1900, muss ich echt überlegen. Ich glaube 85 geboren oder 84 könnte sein. Ja, 84 ist geboren, das letztes Jahr 40 geworden. Und der Andi, der ist wird jetzt 40, ja. Dann ist der 85 geboren. Liebe Kathleen, stell dich mal vor. Lieber Walter, danke, dass wir das hier zusammen machen. Mein Name ist Kathleen Kitsche. Ja, ich bin 47 Jahre alt und lehre in der Schule in Oberlausitz. Das ist im äußersten Südosten von Deutschland, eigentlich fast Richtung Polen und Tschechei. Für die, die das nicht wissen, was oder wo die Oberlausitz ist. Ja, ich habe 6 Patenkinder, keine eigenen Kinder, aber eine große Familie und ein tolles Netzwerk, also in der Familie sozusagen. Und ja, das ist so zu meiner Persönlichkeit. Erzähl mal was, du bist Unternehmerin, wie bist du dazu gekommen und was machst du zurzeit? Ja, ich leite oder sitze in der Kälterei hier in der Oberlausitz. In der Kälterei, ja, wir verarbeiten hauptsächlich Obst, Äpfel, Birnen, Quitten und machen daraus leckere Säfte. Haben natürlich noch einen Hofladen dabei, einen Getränkemarkt und ja, haben die Produktion quasi und den Vertrieb. Ich habe 7 Mitarbeiter. Und wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich durch meinen Vater natürlich. Er hat die Firma gegründet 1986. Und nachdem ich dann ein paar Jahre in der Lehre war, ich war in Baden-Württemberg, habe da eine Ausbildung zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik gemacht und habe dann ja meinen Meister noch angeschlossen und bin dann wieder zurück in die Heimat gekommen. Habe dann mit meinem Vater viele Jahre zusammen die Firma geführt oder unter meinem Vater sozusagen gedient und habe seit 2018 die Firma übernommen und bin da jetzt hier eigentlich ganz glücklich. Genau, Walter. Bei dir ist das ja ein bisschen ähnlich. Du bist ein bisschen weiter schon fortgeschritten. Bist schon an der nächsten Übergabe quasi. Ja, also ich bin in der Übergabe und mein Rausgang von der Firma ist der 31.03.26. Vielleicht auch vorher schon mal sehen, was die Zeit ergibt. Ich gehe in den Unruhestand, ja, dazu erzähle ich später noch mal was. Ich habe 2001 das Glück gehabt, die Firma vom Herrn Heinrich Gemeinhardt zu kaufen, hier in Roßwein. Und die habe ich wohl mit 5 Gesellschaftern verkauft, aber wir haben uns unterwegs verloren, getrennt, weil wir unterschiedliche Wertansichten hatten. Und jetzt arbeite ich zusammen mit dem Dirk Eggert. Der Dirk sagt, ich bin nicht christlich, aber ich glaube an die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind für mich unwahrscheinlich wichtig und das lebt er auch jeden Tag vor, dass ihm diese 10 Gebote wichtig sind. Und wir haben 38 Mitarbeiter, davon haben wir 9 Auszubildende. Und wir bauen Spezialgerüste in ganz Deutschland, also hochkomplexe Gerüste an Brückenbauwerke. Kirchen machen wir nicht. An Brückenbauwerke in der Industrie sind wir sehr stark unterwegs. Und wir verhüllen ganze Brücken und wir bauen auch zum Beispiel gerade momentan haben wir das Schiff August der Starke, Personenschiff, das liegt auf dem Trockendock und das haben wir komplett eingehüllt. Solche komplexe Sachen machen wir und das in ganz Deutschland.
Liebe Kathleen, wie bist denn du zu Jesus gekommen? Erzähle uns mal das. Ja, ich bin vom Prinzip her eigentlich in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Bei uns war das ganz normal, erstmal in der Schule schon in die Christenlehre zu gehen, Konfirmandenunterricht zu besuchen und entsprechend auch dann die Konfirmation zu erfahren. Getauft sind wir alle schon im Babyalter. Ja, ich bin dann ja noch zu DDR-Zeiten groß geworden. Wir haben, wie soll ich sagen, ja, bei uns gab es ja auch diese Pioniergeschichte und meine Eltern waren aber immer so, dass die gesagt haben, es gibt keine Jugendweihe, es gibt immer nur Konfirmation. Das kam für uns gar nicht anders in Frage. Und entsprechend hat man das dann auch in der Schule so ein kleines bisschen gespürt, wo man immer gesagt hat, ja, okay, die Kathleen nimmt jetzt an der Jugendstunde nicht teil, weil die ist ja dann schon wieder ein bisschen anders. Aber ich sage mal, das hat mich jetzt nicht so gestört in dem Sinne, weil wir hatten doch ganz paar Freunde, die eigentlich genauso getickt haben, die damals auch schon in der Christenlehre und Konfirmandenunterricht da mit uns zusammen unterwegs waren. Das war so meine Kindheit, Jugend, wo ich sage, okay, das hat mich geprägt in dem Sinne, dass ich da eigentlich nie den Faden verloren hatte. Ich habe da wirklich gedacht, das ist alles normal und das ist alles auch okay und gut so. Aber natürlich kriegt man dann auch einen gewissen Zweifel oder man nimmt das, oder ich habe das damals nicht ganz so ernst genommen. Wo es dann nachher ging in die Lehre, bin ich dann ja auch nicht so oft in die Kirche gegangen oder habe dann ständig Gottesdienste besucht. Da gab es dann eigentlich wirklich so ein Erlebnis, das war dann schon im Jahre 2001. Da bin ich dann eingeladen worden auf ein christliches Pfadfindercamp. Da habe ich dann in der Küche damit geholfen und dann habe ich eigentlich da das erste Mal, kann man sagen, so richtig Jesus Christus als Jesus kennengelernt. Früher war das immer Gott und Jesus und für mich war das nie so eins eigentlich, dass man sagen kann, dass Jesus ist ja für uns ans Kreuz gegangen und gestorben. Das war für mich damals als Jugendlicher oder junger Erwachsener noch gar nicht so ein Thema irgendwie. Das war für mich fast erschreckend, als ich dann in diesem Camp, alle haben von Jesus gesprochen und ich habe immer gedacht, Gott ist ja Gott, also nie Jesus. Und das war dann so dieses wirkliche einschneidende Erlebnis auf diesem Camp, dass ich dann wirklich da angefangen habe, ja, mit Leuten zu sprechen und zu beten. Und da habe ich dann nochmal ganz neu mein Leben eigentlich an Jesus Christus übergeben und gesagt habe, ab da bin ich eigentlich dann wirklich auch mit Jesus unterwegs gewesen. Ich bin aufgewachsen in Baden-Württemberg. Das ist ein kleines Ort, der heißt Eibensbach, ist wohl normalerweise sehr bekannt, weil da einer der größten Gerüsthersteller von Deutschland kommt, die Firma Leier Gerüste, war später auch mein Ausbildungsbetrieb. Eibensbach liegt zwischen Heilbronn und Karlsruhe, im Zabergäu heißt es. Das ist so ländlich wie Italien, auch vom Klima her, gibt ganz viel Wein. Und ja, ich bin immer in die Kinderschule gegangen. Ich kann mir noch an die Tante Emma erinnern, die war im Nebenraum in der Kirche. Es war immer eine schöne Zeit. Meine Eltern waren, ja, sind in die Kirche gegangen, kann man aber nicht sagen, dass sie christlich waren. Sie haben das akzeptiert. Meine Mutter war vielleicht sehr christlich, konnte aber das nicht so ausleben bei meinem Vater. Aber wer sehr christlich unterwegs war, war meine Schwester Heidi. Die Heidi, die hat mich sehr geprägt im Leben und auch ihren Mann, der Oswald, hat mich da sehr geprägt. Ich bin auch als Kind getauft worden und ja, dann bin ich Konfirmation. Ich bin mit 20 von dort weggegangen. Ich habe dann über die Firma Leier habe ich mal die Niederlassung betreut oder bin in die Niederlassung nach München gegangen als Urlaubsvertretung. Und da bin ich zu einem Gottesdienst gegangen in Sendlinger Torplatz und der hat geheißen, Gott lädt ein zu seinem Fest. Und der war von Manfred Siebald, dieser Gottesdienst. War ein ganz toller Gottesdienst.
Und da habe ich eine Gruppe kennengelernt, die haben Bibelstunde gehabt in Dorfen. Das liegt in Oberbayern ganz weit hinten, ja, Erding, Dorfen. Und da habe ich mich dann entschlossen, da regelmäßig hinzugehen. Und das ist halt dann so auch gekommen. Ich habe dann sogar meine Arbeit gekündigt und bin komplett nach Bayern gezogen. Ja, ganz alleine, kannte niemand. Und in Bayern ist es so, wenn du kein Einheimischer bist, da bist du ein Zugezogener und du wirst genauso behandelt wie ein Ausländer. Also die Zugezogene in Bayern werden gleich behandelt. Also es war in den 80er Jahren. Vielleicht ist heute ein bisschen anders, aber die Zugezogenen sind auf den gleichen Stand gekommen wie die Ausländer und du warst halt ein Zugezogener. Und gut, ich hatte eine sehr gute Arbeit damals. Ich war in der Zimmerei und Schreinerei und habe da ein bisschen so im Büro mitgeholfen und Lager gemacht und war schon eine interessante Zeit. Ich habe dann meine Frau kennengelernt, die nicht sehr christlich war. Das war ein bisschen schade drum. Bin dann ein Stück weit weggekommen, habe mich dann wohl noch christliche Gottesdienste ab und zu besucht, aber nicht mehr so oft. Ja, und ich habe mich dann 1993 von meiner ersten Frau getrennt, habe beruflich eine Chance im Osten bekommen als Niederlassungsleiter einer Gerüstbaufirma. Und ja, ich muss sagen, da bin ich von Gott ganz weggekommen. Irgendwie habe ich hier keinen Anschluss gefunden, war sehr alleine und habe einen katastrophalen Unfall gehabt mit tödlichem Ausgang 1995. Mir ist ein Gerüstbauer, der ist außen am Gerüst hochgeklettert, ist abgestürzt, ist tödlich verunglückt, war sehr, sehr schlimme Zeit für mich. Und da habe ich wieder angefangen mit Bibellesen, habe mir ganz viel Zeit damit genommen, habe auch gebetet und habe so meine Frau, die Gundi, kennengelernt mit ihren Kindern. Die hatte dort mal schon 3 Kinder von ihrem ersten Ehemann. Und ja, Gott hat mich da bewahrheitet, dass ich einen Engel an die Seite gestellt bekommen habe. Ich habe also nicht nur einen Engel gehabt, ich habe mehrere Engel im Leben gehabt. Aber ich habe ja, meine Schwester war auch immer so ein Engel, wo über mich gewacht hat, mein ganzes Leben lang. Und ich habe immer nach einer Gemeinde gesucht. Sehr lange habe ich nach einer Gemeinde gesucht. So, und jetzt, Kathleen, darfst du noch ein bisschen weiter erzählen. Ja, ich bin damals 2001 noch in Baden-Württemberg gewesen, in der Nähe von Stuttgart, habe ich damals gelebt. Und als ich damals auch das Erlebnis hatte, Jesus kennenzulernen, da hatte ich dann auch diese Erkenntnis, oder besser gesagt, diese Erkenntnis in dem Sinne nicht, sondern wirklich dieses Erlebnis, dass mein Vater mich damals anrief und mich um Hilfe gebeten hat in der Firma hier zu Hause. Da war ein Jahr, wo es auch gerade ganz schlecht mit Äpfeln aussah. Und das Gute daran war, ich hatte eigentlich vorher gerade auch gebetet, wie mein weiterer Weg in meinem Leben sein soll. Und das war eigentlich dann die Antwort, weil ich hatte echt überlegt, bleibe ich jetzt in Baden-Württemberg oder gehe ich wieder zurück nach Hause? Und in dem Moment kam dann eigentlich wirklich diese Gebetserhörung auf diese Frage, was ich machen soll, war eigentlich dann diese Antwort, dass ich wieder zu Hause gebraucht wäre. Und dann habe ich mich entschlossen, 2002 habe ich dann da die Zelte abgebrochen in Baden-Württemberg und bin dann wieder zurück nach Hause gegangen. Das war so schon ein erster, ja, wirklicher Erlebnis mit Gott, wo ich sage, das ist eigentlich so eine wirkliche Führung gewesen, wo ich das erste Mal auch den Sinn gesehen habe und gespürt habe, das ist richtig, das muss so sein, das soll so passieren. Ja, bei mir ist dann so weitergegangen, dass ich 2012 das erste Mal in meinem Leben war auf dem KCF, Kongress Christlicher Führungskräfte in Leipzig. Und da habe ich kennengelernt den Jürgen Frey, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Mein Freund der Kunde.
Und darüber habe ich die Tempus Consulting kennengelernt und auch den Jörg Knoblauch, ja. Und über den Jörg Knoblauch bin ich dann zu den Christen in der Wirtschaft gekommen. Heute heißen die Faktor C. Die waren zu der Zeit hier in Sachsen sehr aktiv, ja. Das ist jetzt letzte Jahre ein bisschen eingeschlafen. Und 2022, also die Gemeinde, wir sind ab und zu in die Kirche gegangen, ich und die Gundi geht mit, ja, sie sagt, sie braucht es nicht immer, aber sie geht mit. Aber ich habe auch eine schöne Episode. Ich habe immer dafür gebetet, dass sie Freude daran findet und Christus kennenlernt, und sie liest, seit diesem Jahr liest sie jetzt auch die Losungen jeden Tag selber. Ja, die lese ich schon über viele Jahre und lese ab und zu in der Bibel, höre mir ganz viele Missionarsgeschichten an, weil mich das interessiert, was die Missionare erlebt haben, und lese auch christliche Bücher, sehr viele. Das ist so mein Tagesding. Und dann habe ich ja immer mal den Traum gehabt, eine Harley zu kaufen, einen Harley-Trike zu kaufen. Und irgendwann hat meine Frau dann zu mir gesagt, hey, das musst du unbedingt machen. Ist ja nur ein Traum, aber mach's mal. Und ja, dann habe ich das gemacht. 22 habe ich mal einen Harley-Trike gekauft. Und dann habe ich mal rumgesurft, habe ich vorher schon gewusst, es gibt christliche Biker. Und dann habe ich den CMS, christliche Motorradfahrer in Sachsen, kontaktiert und habe mich da angemeldet. Und ja, ich bin dann da regelmäßig in die Gottesdienste gegangen. Und ja, so richtig hat es auch keiner wahrgenommen irgendwo. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt. Und weil ich Blog schreibe, unter walterstuber.de habe ich dann irgendwann mal geschrieben, es gibt keine Willkommenskultur dort. Ja. Und habe ihnen das so auf dem indirekten Weg mal so hingeschoben. Ja, ich war dann bei 20 Jahre CMS war ich eingeladen, und da war der Christian Beetz und die Andrea da, und denen habe ich das erzählt. Und die haben sich dann mir angenommen und haben mir dann das erste Mal erklärt, dass es auch christliche Bibelkreise gibt von den Bikern, und da sind wir ganz herzlich in Mittweida aufgenommen worden, ja. Und seitdem sind wir regelmäßig in Mittweida im Biker Bibelkreis. Da geht auch meine Frau sehr gern mit, und die freut sich auch jedes Mal da mitzugehen. Und für mich war das auch ein Zeichen von Gott, dass er uns führt, ja. Und wir gehen auch jetzt regelmäßig in die Lutherkirche nach Mittweida. Das sind so 25 Minuten von uns entfernt. Da fahren wir extra nicht jeden Sonntag, aber sagen wir mal 1-2 Mal im Monat fahren wir dahin und sind ganz gut aufgehoben und angekommen. Und ich habe immer in meinem Leben immer wieder Gott gespürt. 2010 hatte ich eine Baustelle angenommen mit dem Dirk zusammen. Wir haben uns das entschieden, haben wir die Baustelle genommen, und immer höher, immer weiter, schneller. Also nehmen wir mal einen großen Auftrag an. Der war ein bisschen zu groß, eine Hausnummer für uns, 1,1 Millionen. Wir hatten ganz schnell erkannt, ungefähr nach 3-4 Wochen, Mensch, normal, die streiten sich ja nur auf der Baustelle. Das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns gar nicht streiten auf der Baustelle, aber Bauherr und Auftraggeber haben sich gestritten. Und dann ist es so eskaliert, dass wir fast pleite gegangen sind. Und dann bin ich irgendwann auf der Rheinbrücke gestanden und wollte in diese reinspringen. Und dann ist der Polier gekommen und hat mich aufgehalten und hat mir von Christus erzählt. Und da bin ich wieder zurück in meinen Glauben gekommen, weil ich da gespürt habe, ich habe da was, ich kann was anfangen. Und das hat mich so berührt, dass da so ein einfacher Polier kommt und sagt, hey, da gibt's was anderes, und habe mich da vom Springen aufgehalten. Also ich war da total verzweifelt zu der Situation. Und solche Erlebnisse hatte ich immer wieder in meinem ganzen Geschäftsleben, dass ich irgendwann in Situationen war, wo ich dann auch angefangen habe zu beten und habe gesagt, Gott, hilf mir in dieser tiefen Not, das durchzustehen. Und es gibt immer wieder Momente, wo er dann eingegriffen hat und geholfen hat. Kathleen, kannst du auch solche Beispiele nochmal erklären? Also
Seit ich mit Jesus unterwegs bin, ist es auf jeden Fall so, dass ich immer wieder verschiedene Situationen habe, wo ich wirklich spüre, dass er da ist und dass er uns oder mich da auch durchträgt durch viele Situationen. Ich habe jetzt kein so ein extremes Beispiel, dass ich jetzt so verzweifelt war bisher. Gott sei Dank, muss ich sagen, dass ich mir da irgendwo das Leben nehmen hätte wollen oder irgendwo. Aber ja, wir haben halt mit unserer Firma sind wir ja sehr stark ernteabhängig. Wir haben ja immer wieder Einschnitte, wo dann einfach im Jahr kein Obst gibt. Und dann gibt es schon immer Situationen, wenn dann kein Obst gibt, dann fallen die Umsätze auf der anderen Seite auch aus. Und dann hat man immer dieses Gefühl, schaffe ich das nächste Jahr oder nee. Und in solchen Situationen muss ich sagen, da habe ich echt schon so viel abgeben können und immer wieder, natürlich, man setzt sich jetzt nicht hin und sagt, ja, lieber Jesus, mach das schon mal und dann wird das schon. Und man muss natürlich immer auch gucken, was kann man halt tun. Aber dieses Vertrauen zu haben, dass es dann in irgendeiner Form sich wieder eine Tür öffnet, das muss ich sagen, das habe ich schon wirklich sehr viel erlebt, dass man immer denkt, Mensch, jetzt ist das doch wieder da. Irgendwas, plötzlich ruft ein Kunde an und sagt, hier, ich habe einen Auftrag, füll mir mal einen Apfelsaft zum Beispiel als Mutmacher-Apfelsaft oder wie auch immer ab. Und ja, dann hat man wieder mal einen Auftrag, wo man dann wieder auf einer anderen Seite ja ganz anders, ja ganz andere Kunden hat, die man vorher noch gar nicht kannte eigentlich. Also das sind immer so Sachen, da muss ich sagen, da fühle ich schon sehr stark die Bewahrung und immer wieder diese Erkenntnis, da ist jemand, der mich trägt und hilft, ja. Also mir ist im Leben immer so gegangen, wie soll ich sagen, ich habe jemanden kennengelernt im christlichen Business, so wie der Jörg Knoblauch, der ganz, ganz viele Kontakte hatte zu Christen, ja. Und dann habe ich den Rainer Welde kennengelernt, der sich um Öffentlichkeitsarbeit und Blogschreiben kennenlernt. Und dann habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die Christen sind im Business, ja, die mir immer wieder geholfen haben, weiterzukommen im Business. Und es gibt auch einen Podcast im ERF, also Evangelischen Rundfunk, gibt es einen Podcast über mich, ich war früher ein Tyrann, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe meine Leute geschunden und habe Höchstleistungen gefordert und habe mich aber dann komplett gewandelt zum Mutmacher. Und ich und Dirk haben dann mal 2 Bücher geschrieben, Mutmacher, das Praxishandbuch von 2 verrückten Unternehmern. Und das war eine ganz tolle Bereicherung, weil mit dieser Bereicherung, muss ich sagen, sind wir also ich war ein Jahr vorher in Silicon Valley und es war so eine Bereicherung. Ich muss es mal so sagen, ich habe in Facebook reingeschrieben, ich komme in die USA, also da gab es eine Gruppe in Germany in San Francisco, da habe ich reingeschrieben, dass ich nach San Francisco komme und ich meine Frau fast kein Englisch können. Also wir sind dahin gereist und waren eine Woche vorher schon dort, bevor ich glaube, dass wir eine Woche vorher schon da war. Und danach haben wir uns angeschlossen an die Unternehmersreise vom Jörg Knoblauch. Aber die Woche vorher hatten wir eine Telefonnummer von einer Pfarrerin. Und mit der Pfarrerin habe ich heute noch Kontakt. Die ist wohl nicht mehr in San Francisco, sondern sie ist in New York. Ja, und die hat eine deutsch-amerikanische Gemeinde geleitet, die ist aus dem Raum Bremen gekommen und die hat zu mir gesagt, du, wenn du Probleme hast, dann kannst du mich kontaktieren, kannst du mich anrufen. Ja, aber du kannst mich auch am Sonntag beim Gottesdienst besuchen. Und da waren wir am Sonntag beim Gottesdienst. Es war ganz interessant und waren viele Deutsche da, wir haben uns ganz gut unterhalten. Obwohl ich heimgeflogen bin und daheim angekommen bin, hat der Dirk gesagt, du, ich will auch mal nach Silicon Valley, weil ich so erzählt habe, was wir erlebt haben. Und dann sind wir ein Jahr später wieder nach Amerika geflogen. Aber wir haben gesagt, ja gut, okay, wenn wir wieder rübergehen, dann müssen wir was Außergewöhnliches machen. Da waren wir mit Jörg Knoblauch unterwegs und wir haben dann uns entschieden, unser Buch ins Englische übersetzen zu lassen und haben dann in der Gemeinde angefragt in Amerika bei der Pfarrerin,
ob wir eine Buchlesung machen dürfen in ihrer Kirche, im Gemeindesaal. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann eine Buchlesung im Gemeindesaal gemacht und das war echt toll. Ich und Dirk sind dann noch nach Dallas gefahren, Memphis, haben meine Cousine noch in Atlanta besucht. Das war eine ganz tolle Zeit. Aber ich war auch, und das war das Schöne, erstens ist der Dirk mit in die Kirche gegangen dort, in die evangelische Kirche in San Francisco. Die sind deutsch gehalten worden. Aber wir waren mit Jörg Knoblauch auch in einer Kirche, wo 6.000 Menschen unter der Woche zum Gottesdienst waren. Und es waren nicht nur 6.000 an dem Tag, sondern die hatten mehrere Gottesdiensten an dem Tag, wo mehrere tausend Leute gekommen sind. Und Dirk hat dann selber gesagt, wenn Kirche hier in Deutschland auch so wäre, dann würde er ab und zu auch in die Kirche gehen. War echt ein tolles Erlebnis. Sehr schön. Das ist gut, ja. Ja. Und man braucht einfach im Leben tolle Erlebnisse und es wird bei dir so sein wie bei mir in der Firma. Wir sind 3 Christen, mehr weiß ich nicht, dass wir sind. Bei dir wird es vielleicht auch nicht so viel sein. Es gibt halt hier relativ wenig. Aber ich muss immer wieder sagen, es war für mich ein Herzensangelegenheit, so einen Podcast in die Welt zu rufen. Das hatte ich ein Jahr lang schon von mir hergetragen. Habe dann auch einige Leute gefragt, ob sie mitmachen. Und Kathleen, ich weiß nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben, ob wir uns über Facebook kennengelernt haben oder über andere Sachen. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Also, ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem du deine Geschichte erzählt hast. Ich finde schon, dass uns Gott wahrscheinlich schon auch zusammengebracht hat, weil wir haben uns über Facebook anfangs geschrieben, ja. Dann hast du mich mal angeschrieben und ich habe eigentlich immer gedacht, das hängt mit BNI oder mit irgendwelchen Leuten zusammen. Da hast du aber noch gar nicht gewusst, dass ich bei BNI zwischendurch auch gewesen bin. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen bei einer christlichen Veranstaltung in Knaschwitz oder so ähnlich. Das ist ja gar nicht so weit weg gewesen. Da war ein Vortrag und da haben wir uns das erste Mal dann getroffen und wo wir uns wirklich persönlich kennengelernt haben. Und jetzt, wo du gerade erzählt hast, dass du 2012 in Leipzig warst, da war ich auch. Und rein theoretisch hätten wir uns da schon treffen können. Also wo wir das zweite Mal in Leipzig waren, da haben wir uns ja dort getroffen. Aber damals, das erste Mal in Leipzig, war ich auch und hatte dann festgestellt, dass ich hätte viel eher schon mal auf so einen christlichen Führungskräftekongress gehen können, weil der ja ursprünglich in Baden-Württemberg gestartet ist. Und derzeit war ich sogar noch dort, 99. Das hatte ich aber damals gar nicht damit anzufangen gewusst. Oder das fand ich eigentlich total spannend. Und deswegen denke ich auch schon, das ist so eine Fügung, dass wir uns da kennengelernt haben und inzwischen jetzt zusammen diesen Podcast hier machen, Christen im Business. Und das freut mich total eigentlich. Ja, also mich freut es sehr, dass du mitmachst, ja. Und ich habe dich auch ein bisschen so, ich habe also gebetet und habe mir echt gefragt, wen nehme ich? Und dann sind 3, 4, 6 Wochen rumgegangen und dann habe ich gedacht, Mensch, nochmal, irgendwann habe ich, glaube nachts einen Traum gehabt, ich träume so viel, ich träume fast jede Nacht. Und dann habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach die Kathleen, die wird mir sicher keinen Korb geben, die werde ich ein bisschen überzeugen. Und ich möchte auch, ich weiß nicht, wie lange ich den Podcast machen kann, aber ich gehe davon aus, dass die Kathleen dann weitermacht, alleine. Bei mir ist es jetzt so, ich übergebe ja meine Firma an meinen Sohn. Ich habe gesagt, ich gehe mit einem christlichen Gottesdienst raus, das haben wir jetzt besprochen. Habe jetzt vom CMS den Stefan Markus gebeten, den Gottesdienst zu leiten. Wenn ich dann rausgehe, so die letzten Tage, bevor ich gehe, das ist alles in Vorbereitung, das war mir ein Herzensanliegen. Weil die Firma, sehe ich so, gehört nicht mir, die gehört Gott. Und er hat uns unser Leben lang ernährt und hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Und deswegen möchte ich meinen Teil, wo mir gehört, auch in die Hände legen von Ingolf. Und viele sagen, er muss in große Fußstapfen nehmen, muss er nicht.
er muss in gar keine Fußstapfen, weil ich bin immer von Gott getragen worden. Jesus hat mich über viele Schwellen, Hindernisse getragen und er darf seine eigenen Fußstapfen im Sand haben. Er muss nicht das machen, was ich gemacht habe. Er kann es anders machen und wird es anders machen. Und ich bin da sicher stolz drauf, wie Dirk und Ingolf sich zusammenschweißen und das selber machen. Ich habe keine Beratungsfirma gegründet, sondern ich habe wieder mit jemandem zusammengefunden, dem Joanna Milklitz, mit der zusammen mache ich jetzt Top Mastermind. Wir haben angefangen, wir möchten 8 Unternehmer zusammenbringen, die sich kollegial zusammen beraten. Ja, wenn es Christen sind, ist auch gut, ja, vielleicht noch besser. Aber Gott wird es leiten, Gott wird es einfügen, wie das kommen soll. Und das ist mein Unruhezustand, was ich dann weitermache. Wir haben in der Firma eine Gemeinwohl-Ökonomie-Bilanz geschrieben und ich habe gelernt, mehr dem Gemeinwohl zurückzugeben. Und es ist für mich unwahrscheinlich wichtig, vor Ort hier in Leisnig, wo ich wohne, habe ich mir einen Seminarraum gemietet, nicht groß, für 20 Leute. Und ich möchte hier eins machen, ich möchte älteren Menschen das Handy erklären, kostenlos. Ich möchte das einfach machen, dass sie da kommen, dass wir uns da treffen, dass ich ihnen das Handy erkläre. Und gleichzeitig habe ich natürlich in diesem Raum auch ein Kreuz hängen. Und damit möchte ich auch die christliche Botschaft weiter in die Gemeinde bringen, ja, davon erzählen. Und das nehme ich halt als Anlass, hier mich mehr in das Gemeinwohl hier in Leisnig einzubringen, wenn ich in meine Ruhestand gehe. Meine Frau möchte mehr, dass ich zu Hause bin. Wir haben ein großes Grundstück und meine Gundi ist sowas von fleißig. Die macht das sehr gut. Ich helfe ja auch gern. Unsere Kinder helfen uns und soweit mal von mir. So, Kathleen, du noch ein Schlusswort von deiner Seite? Ja, ich nehme erstmal die Herausforderung gerne an, mit dir diesen Podcast hier zu machen und freue mich da wirklich drüber. Und wie das dann mal weitergeht, das überlassen wir einfach Gott und den Wegen, die sind unergründlich. Ich denke, wir haben gut zusammengefunden. Ich habe tatsächlich das auch eine ganze Weile schon im Kopf gehabt. Du hast mich ungefähr vielleicht sogar vor einem Jahr schon mal gefragt oder einfach nur angedeutet, irgendwann mache ich mal einen Podcast mit Christen oder über Christen im Business. Und da wäre ich dann eingeladen. Und das habe ich eigentlich nie vergessen. Also, und als diese Nachricht kam, ich möchte dich da einladen, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Also das war für mich total präsent wieder da. Und deswegen fand ich das eigentlich, da habe ich so gar nicht so lange überlegen müssen. Das war für mich so irgendwie doch jetzt gefügt, dass ich das mit dir zusammen mache. Fand ich stark und freue mich darauf. Und wenn euch unser Podcast gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr den einfach teilt, kommentiert, liked und weitererzählt, ja. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir unser Christsein zeigen, ja. Und damit möchte ich abschließen, Gott befohlen, das sagt meine Schwester immer zu mir, Gott befohlen. Dankeschön. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.